Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Schauen wir, was der Tag so an Info bringt. Du bist stärker, als du glaubst. Das können wir immer dann überprüfen, wenn eine schwierige Situation bevorsteht, wo man immer denkt, oh, das schaffe ich nie. Das Ende einer Ära. Hier geht man in einen komplett neuen Zyklus. Und Zeit dafür, wenn hier das Ende ist, den nächsten Schritt zu tun. Ne? Es kann hier so eine Übergangsphase sein, wo man noch nicht richtig weiß, wenn sich hier was beendet hat, wo macht man denn den ersten Schritt in die neue Situation. Möglicherweise kommt einem das auch so ganz und gar ungelegen, weil man dann wirklich aus der Komfortzone raus muss und Lebensbereiche verändern, die man sonst immer gern und gleich gemacht hat. Wir dürfen positiv bleiben. Das ist eigentlich eine klasse Antwort jetzt schon mal, ne? Wir kriegen hier gesagt, wenn wir etwas beenden oder wenn es etwas gänzlich nicht mehr gibt, dann haben wir meistens das Gefühl, oh je, das müssen wir betrauern und wir hängen da dran und wir wollen das gar nicht und im Prinzip wartet eigentlich etwas Besseres auf uns. Und wir haben das so, dass es uns besser geht damit, so wie sich die Dinge entwickeln. Unten haben wir noch die goldene Gelegenheit. Also hier aus einer vermeintlich schwierigen Situation oder einer Situation, die ein ganz neues Lebenskapitel mitbringt, wo wir vielleicht denken, wir haben gar nicht die Kraft, sowas jetzt umzusetzen, entsteht hier eine Situation, bei der wir einfach durch eine günstige Gelegenheit uns auch viel besser mit allem fühlen können. Das ist schon mal spitze, ne? Schauen wir ein bisschen weiter. Das Ende einer Ära und die Sense, ne? Hier können Verlustthemen kommen oder etwas, das man schnell beendet oder ja, irgendwas, was auch schnell in eine andere Richtung geht. Ein trennendes Element auch irgendwo. Etwas geht nicht mehr so weiter, wie es war. Wie oft sagen wir das auch, ne? Das kann so nicht mehr weitergehen. Oder so geht das nicht mehr weiter. Genauso etwas ist es. Es kann ja sein, dass uns das auch ein bisschen schmerzt, ne? Bei allem, wo wir irgendwie denken, wir verlieren jetzt irgendwas, hat man so diese Verlustgefühle oder die Traurigkeit, dass etwas zu Ende ist, dass man es nicht festhalten kann. Es geht um irgendeine Herzensangelegenheit, vielleicht auch um ein Thema in der Liebe. Und dieser nächste Schritt, der hier auf uns wartet, öffnet uns direkt schon eine neue Tür. Hier zeigen sich Prozesse an, die unterstützt werden, die angeregt werden von Menschen, die wir in unserem näheren Umfeld haben, die hier Impulsgeber sein können. Möglicherweise gibt es hier auch etwas Besseres, bei dem wir langfristig unseren eigenen Weg gut umsetzen können. Positiv bleiben, wir dürfen mit positiven Veränderungen rechnen. Das kann jetzt hier auch jemanden betreffen in unserem Umfeld.
Uiuiui. Wir können uns hier irgendwo rausnehmen, ne? Zurücktreten, etwas so stehen lassen, wie es ist. Möglicherweise habe ich hier ein Weiterkommen auf einem Bereich, der sich auf den Kopf gestellt hat, der sehr unharmonisch war und wo wir jetzt hier zum Weiterkommen diese günstige Gelegenheit haben, aus einer verstrickten Situation vielleicht auch rauszukommen, die uns nicht gut getan hat. Es können jetzt hier auch Dinge sein, die Familien betreffen, Familienmitglieder, die einen Umbruch machen irgendwo oder die einen ganz anderen Weg wählen. Ja, und die Gelegenheit, die hier kommt, die ist sehr stabilisierend. Das Umfeld ist mit dabei. Unterm Deck haben wir noch die Blumen, Wege, die entstehen, Möglichkeiten, die wir nutzen können, die wie ein Geschenk daherkommen, was man ja meist für an diesem ersten Punkt, das Ende einer Ära, einfach nicht bedenkt. Man denkt nicht, wenn man etwas verlässt, was einem am Herzen lag, dass daraus trotzdem noch was Gutes kommen kann. Hier geht man in ganz andere Fahrwasser rein. Hier geht man mit dem Flow, man erkämpft nicht, sondern man nutzt das, was man hat. Und mit der Schafgabe passt es eigentlich wunderbar, das ist sehr ermutigend, ne? Dir kann nichts geschehen. Die Aura wird hier gestärkt und geschützt und umhüllt und wir sind hier gut in unserer Mitte. Unten haben wir noch den Ehrenpreis, dein Leben kommt in Bewegung. Hier durch diese Bewegung, durch das, was hier wieder Fahrt aufnimmt, kriegen wir auch diesen Teil rein, wo wir so Gefühlsstauungen lösen können. Die Sense piekst natürlich auch etwas an, das dann am Ende ein Ablassventil ist in uns, was ja gut ist. Schauen wir noch ein bisschen tiefer. Hier, guckt mal, hier liegt der Erfolg. Die Karte sagt uns einfach, so ähnlich wie hier, du bist stärker als du glaubst, dass alles möglich ist und dass wir auch auf die Erfolge gucken sollen, die wir bereits haben. Hier auch zu akzeptieren, ne, dass man schon Erfolge eingefahren hat, ist eigentlich das Konzept. Hier geht es auch darum, dass wenn man hier sagt, so, hier kommt etwas, das wirft mich vielleicht kurz um, dann sollten wir uns nicht in so vielen Gedanken dahin raffen und gar nicht mehr aufstehen, sondern kurz nachdenken, Lernfaktor angucken und weitergehen. Die Karte sagt auch, das, was hier liegt, bringt uns mehr Vitalität mit. Es ist so eine Grunderneuerung. Und wir sollen hier die Lilien auf dem Kopf, ne, mal aufhören zu kämpfen und einfach so mit dem Bötchen, das uns gereicht wird, weiterfahren. Ich frage mich oft, warum machen wir das immer so? Warum reagieren wir so, dass wir in Kampfmodus kommen? Warum lassen wir uns nicht mehr treiben von dem, was wir zur Verfügung haben? Irgendwie eine menschliche Eigenschaft, da auch immer wieder ein bisschen zurückzufallen, sich zu sehr zu grämen, wenn etwas jetzt nicht mehr vorhanden ist, anstatt zu sagen, ich habe es aber so und so lang gehabt, ne? Anstatt dankbar auf die Zeit zu gucken, hadern wir dann und kämpfen dann mit irgendwas. Und genau das Szenario ist hier auch gemeint. Wir nehmen noch einen Engel. Hier sind zwei. Der Engel der Schönheit. Das passt so ein bisschen. Wir sollten auf das gucken, was uns gefällt, was wir liebenswert finden, auch an uns. Und hier geht es darum, dass wir einfach bewusst mit den Menschen und Dingen
uns umgeben sollen, die unsere guten Sachen stärken. Und hier haben wir noch den Engel des Lichts. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren. Sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.